Herzlich willkommen zum Beauty Talk und für den heutigen Beauty Talk habe ich mir die Niki auf mein Sofa geholt. Niki ist Gründerin von Wild Baboon und da geht es um das Thema Aloe Vera, Hautgesundheit, Darmgesundheit, ganzheitlich, und ich finde es immer super spannend, wie man auf die Idee kommt, und ich liebe Frauen, die wirklich ihre Ideen und Visionen in die Tat umsetzen und machen. Niki, stell dich mal vor, dass jeder in Köln weiß, weil du die Firma kommt aus Köln und wir mit Cosmedor sitzen auch in Köln-Rodenkirchen. Ich finde immer, der Support, der muss da sein. Aber ich finde auch das Produkt so unfassbar genial. Dankeschön. Was ist es genau? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein und freue mich auch sehr auf unsere Zusammenarbeit. Ja, mein Name ist Niki, ich bin 31 und komme aus Köln oder aus der Nähe von Köln und habe vor einigen Jahren Wild Baboon hier gegründet. Das Ganze hat angefangen, als ich im Auslandssemester nach Mexiko gegangen bin, und da habe ich irgendwie meine Liebe für die Natur entdeckt und für Naturprodukte und auch verstanden, wie wichtig die Natur ist für unsere Gesundheit und dann auch für das Thema Schönheit. Früher gingen auch Kosmetik und Gesundheit Hand in Hand. Das ist heute zum Teil leider nicht mehr so, und ja, Wild Baboon ist dafür da, die Verbindung wiederherzustellen zwischen Darm- und Hautbiom, also dieses Verständnis auch einfach zu stärken. Und ja, ich bin total happy, dass wir jetzt schon so viele Jahre auf dem Markt sind und dass das von so tollen Leuten wie euch dann auch angenommen wird. Unbedingt. Also mein Thema ist ja die Hautgesundheit, der Erhalt der Hautgesundheit, und bei mir das Grundlegende ist immer, du bist, was du isst. Darmgesundheit, Haut ist Spiegel der Seele, du wirst mit deinen Genen geboren und dann formt dich dein Umfeld, und so gut wie du mit dir selber umgehst, wenn du dir etwas wert bist. Wir erden uns nun mal in der Natur, also die Kraft kommt aus der Natur, und in der Kosmetik ist ja immer so, entweder bist du Naturkosmetik oder was anderes, aber ich finde, der Mix, der macht es genau besonders, weil für Hardcore Anti-Aging kommt man mit manchen Naturwirkstoffen oder wenn man Allergiker hat, dann vielleicht an die Grenzen, aber niemals mit Aloe Vera. Aloe Vera ist schon ziemlich cool, und da kommt es auch auf die Zusammenstellung an, aber dazu kommen wir später. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Okay, Mexiko, Auslandssemester, genau. Und wie hat sich da auf eine Plantage verschlagen? Also ich glaube, erstmal grundsätzlich hat sich da so das ganze Lebenskonzept von mir auf den Kopf gestellt. Ich wollte eigentlich so ins klassische Consulting und so diesen Weg gehen. Ja, und da habe ich irgendwie meine Liebe zur Natur entdeckt, und irgendwie hat sich da alles auf den Kopf gestellt. Da habe ich natürlich dann auch viel von den Mexikanern gelernt und auch von den Ureinwohnern, mit denen ich da Kontakt hatte. Und die haben mir gezeigt, wie man Kräuter und Heilpflanzen im alltäglichen Gebrauch benutzen kann. Und ich war mega fasziniert und bin mit diesem gefüllten Herz zurück nach Deutschland gekommen. Dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Agentur aus Italien, und ich weiß auch bis heute nicht, woher die meine Nummer hatten. Das bleibt ein Rätsel. Und dann wurde ich eingeladen, auf einer Messe zu dolmetschen. Zufälligerweise wurde ich dann zum mexikanischen Pavillon eingeladen, dort zu arbeiten. Und da habe ich dann die nachhaltige Farm kennengelernt, die eben Aloe Vera in Mexiko anbaut. Mexiko ist ganz besonders bekannt für die reichhaltigen Böden. Deswegen sagt man auch, dass von dort die besten Aloe Vera Pflanzen kommen, die einfach die höchste Nährstoffdichte haben. Der goldene Boden, ne? Richtig, ja, genau. Also ein golden Standard in der Kosmetik. Ja, ja. Ja, und diese besondere Heilpflanze aus diesem Land zu bekommen, wo ich inspiriert wurde, überhaupt mit der Natur zu arbeiten und einen anderen Weg zu gehen und mein Leben etwas Sinnvollem zu widmen, das war schon, ja, ist einfach eine Riesenehre auch, und ja, so war das. Genau. So bereicherst du jetzt Deutschland und vor allen Dingen Köln. Hoffentlich. Ja, doch. Ich finde schon, dass das eine große Bereicherung ist. Was macht die Aloe Vera denn? Was unterscheidet eure Aloe Vera zu der anderen Aloe Vera? Also ich muss sagen, Naturkosmetik, ich liebe Biochemie, das alles auszuarbeiten und die Inkis. Und ich weiß, bei Aloe Vera gibt es auch mit den Enzymen einen gravierenden Unterschied, was dann auch die Preise auf dem Markt unterschiedlich macht, und nur weil Aloe Vera draufsteht, heißt es nicht, dass Aloe Vera auch in der reinsten Form drin ist. Was macht euer Produkt so einzigartig? Ja,
Es gibt verschiedene Qualitätsmerkmale bei der Aloe Vera. Insbesondere gibt es einen Powerstoff, der nennt sich Aloe-Verose. Und der sollte auf dem Produkt immer angegeben sein. Immer dann, wenn dieser Stoff nicht angegeben ist, ist es ein Zeichen dafür, dass höchstwahrscheinlich mit einem minderwertigeren Rohstoff gearbeitet wurde. Wie bildet sich dieser Stoff aus? Je länger die Pflanze im Boden wächst. Und je bessere Böden du hast, desto mehr Nährstoffe wandern auch in die Pflanze. Und je länger sie gedeihen und wachsen kann, unter den richtigen Klimabedingungen, desto gesünder und reichhaltiger ist sie einfach und desto mehr heilende Qualitäten bringt sie mit. Und ich würde sagen, das unterscheidet uns in allererster Linie von anderen Aloe Vera Produzenten oder Anbietern, aber eben auch der ganze Nachhaltigkeitsteil. Also ich wollte nicht einfach nur das nächste Unternehmen mit irgendwelchen Kosmetikprodukten oder Nahrungsergänzungsmitteln anbieten. Was bei uns ganz groß geschrieben wird, ist das Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Ich bin der Meinung, wenn wir die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen heutzutage nutzen, um positiven Wandel aktiv auch mit zu finanzieren, bedeutet Projekte finanzieren auf der Welt, dort wo wirklich auch Unterstützung gebraucht wird, dann können wir relativ schnell eine Hebelwirkung erzeugen und halt was verändern. Und das ist meine eigentliche Mission ja auch mit den richtigen. Wunderschöne Mission. Auch mein Slogan ist ja immer My beautiful world, make the world more beautiful, stronger together. Und ich finde das, bei mir greift sich das ja nach Afrika aus, wenn ich dann die Dörfer und die Kinder unterstütze. Mexiko war ich jetzt persönlich noch nie, aber ich finde es so schön, einfach dieser Grundgedanke, auch der Nachhaltigkeit. Ich schreibe ja auch meine eigene Kolumne für den New Icons Club, für das New Icons Club Magazine, auch ein Nachhaltigkeitsmagazin, wo ich dann über Hautgesundheit schreiben darf und es passt, es ist rund, zu uns passt es und ich bin sicher, zu so vielen Kunden wird es auch passen, weil genau dieser Geist immer mehr wieder zurückkommt. Ich finde, der ist eine ganze Zeit lang verloren gegangen, aber so peu à peu, besonders nach den letzten Jahren, ist es doch so, dass die Menschen genau danach suchen und auch das wollen. Und es bringt ja auch nebst dazu viele Vorteile für Sonnenallergien, für Patientenkunden, die Herpes haben, um die Feuchtigkeit in der Haut zu stabilisieren. Also da ist ein Detox-Tee mit dabei. Das Sortiment ist wunderbar klein, kompakt, aber da ist eigentlich alles drin, womit man sich wohlfühlt. Und dieses, ich fühle mich wohl in meiner Haut, in meinem Körper, ich akzeptiere mich und bin naturverbunden, ziehe die Energie daraus aus wirklich nahrhaftem Boden, sonst können wir ja gar nicht weiter gedeihen. Und das in den Körper reinzunehmen mit dem Gedanken, das finde ich ist wirklich so ein Golden Nugget. Ja, das hast du sehr schön gesagt und deswegen freue ich mich auch so, dass wir zusammenarbeiten, weil ich das Gefühl habe, dass du die Hautgesundheit ganzheitlich verstehst. Und auch diese Einbindung vom Darm, als wir hier zum ersten Mal gesprochen haben und ich das gehört habe, dass du direkt Feuer und Flamme warst und sagtest, genau, da wollen wir uns jetzt auch mehr drauf fokussieren, war das für mich, okay, das ist ein Perfect Match. Absolut. Ja. Also Darmgesundheit ist für mich Schlüssel. Also wir haben auch viele Kunden, die reinkommen mit Hautproblemen, wo ich sage, boah, wir müssen erstmal, es ist nicht meine Kompetenz, Hormone abzuchecken oder auch eine Darmprobe oder eine Darmreinigung durchzuführen. Dafür gibt es aber wirklich tolle, kompetente Menschen, die sich auf das spezialisiert haben. Wir haben auch schon ein Hautmikrobiom in unseren Produkten drin und das Darm, also das Mikrobiom hier in unserem Darm ist aber wirklich eigentlich das Herz vom ganzen Körper. Dazu noch alles, was mit der Schilddrüse ist. Und wenn wir da einen ganzheitlichen Überblick haben und auch mit tollen, nahrhaften Ergänzungen dann arbeiten, dann können wir richtig toll was an der Hautgesundheit schaffen. Und die Ergebnisse dokumentieren wir immer in unserer Kamera. Ja, und das ist ja der Oberknaller. Also als ich das erste Mal bei Nedi war es so, dass sie mir dann ganz zum Schluss dieses Analysegerät gezeigt hat und auch meine Haut direkt analysiert hat. Ich bin Feuer und Flamme und ich möchte unbedingt auch dahingehend näher mit dir zusammenarbeiten. Ja. Vielleicht wirklich so eine Probandengruppe finden, die zum Beispiel unreine Haut haben, Akne haben, Neurodermitis oder ähnliches. Rosacea ist auch ein Riesenthema geworden. Das sind ja alles Hauterkrankungen. Im Kosmetikbereich sprechen wir dann immer von therapiebegleitend oder medizinisch orientierten Verfahren, wo wir das dann mit dokumentieren dürfen.
Und genau, die Hautbilder können wir damit auch super gut begleiten und halt auch die Beweise in der Kamera festhalten. Und das wäre halt schön. Das machen wir auch. Ja, das wäre echt cool, da freue ich gerne. mich. Ja. Wie bist du denn auf uns jetzt speziell gekommen? Weil was die wenigsten wissen, für was steht Cosmedor, das ist halt wirklich auch eine richtige Marke, die eingetragen ist und gebrandet ist. Und das Cosmedor steht ja für Cos für kosmetisch, Med medizinisch und das Or ist französisch für Gold, also die goldenen Standards, die Golden Nuggets, diese Tipps, die man bekommt zum Thema Hautpflege. Halt dieses goldene Herz, unser Herz habe ich selber designt draußen. Da bin ich so stolz drauf. Das war eine Geburt, dieses Herz in Metallic zu designen als Nicht-Grafiker. Deswegen ist es überall drauf und diese Wärme im Herzen möchte ich einfach raustragen. Deswegen hole ich mir auch genau die Firmen rein und ziehe die Kunden an, die zu uns passen und auch mit Personal oder wie auch immer. Und wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Ja, ich habe recherchiert. Wir haben uns über die Jahre, seit der Gründung, sind jetzt schon einige Jahre, haben wir uns natürlich auch immer weiter verfeinert, was unsere Auswahl an unseren Kooperationspartnern angeht. Gerade zu Corona-Zeiten war der Vertrieb ja so ein bisschen eingeschränkter. Ja. Und dann haben wir sehr viel über Online-Geschichten gemacht, aber mir ist dieser Kontakt zu Läden und zu Personen wie dir einfach ultra wichtig, weil ich glaube, unsere Produkte sind hochwertig und diese Hochwertigkeit möchte auch in einem Gespräch, in einem persönlichen Beratungsgespräch kommuniziert werden. Und da habe ich einfach gemerkt, gerade in Läden, die eine gewisse Qualität haben, die eine gewisse Expertise mitbringen, die auch, genau, also einfach auch ein Qualitätsbewusstsein für Naturprodukte mitbringen, das ist nämlich auch keine Selbstverständlichkeit, da diesen ganzheitlichen Blick zu haben und das auch weitergeben zu können an zum Beispiel den Kunden. Das ist etwas, denke ich, wo Wild Baboon einfach auch scheinen kann. Und so habe ich mich dann erkundigt. Rodenkirchen ist ein wunderschönes Gebiet, das wir noch gar nicht erschlossen hatten. Und ich verfolge auch eher so die Strategie, nicht viele und alle Läden, die es irgendwie gibt, Kosmetikläden oder so, sondern ich mache gerne so ein bisschen Cherry-Picking. Und ja, cool. ich war sehr angetan von deinem Laden, wie es hier aussah. Ich habe das schon von draußen gesehen, wunderschöne große Fenster. Also wenn ihr mal vorbeikommt, werdet ihr das sehen. Ganz schick und elegant und einfach toll eingerichtet. Man fühlt sich sofort wohl. Und ich finde, in diesem Laden wird auch die Expertise und auch so ein gewisses Gefühl weitergegeben. Und genau das möchte ich eigentlich. Genau die Menschen, die sich angezogen fühlen, hier reinzukommen, das sind die Menschen, denen ich auch gerne die Produkte ans Herz legen möchte oder wo ich mich freue, wenn die weitergegeben werden. Mit Liebe zum Detail, deswegen dürft ihr euch halt darauf freuen. Ab jetzt gibt es immer unser Gruß des Hauses, wenn ihr reinkommt, ihr sollt ja euch wie im Wohnzimmer fühlen. Pantoffeln, schön die Straßenschuhe raus, wir sind in einer Wellness-Einrichtung. Dann bekommt ihr einen kleinen Aloe Vera Shot und einen Detox-Tee. Wir haben immer den Samovar an, das heißt, ihr könnt es alles schon mal testen. Wie schmeckt euch das? Ihr bekommt auf Wunsch die Beratung, weil genau jetzt ist die Zeit, wo man, wenn die UVA- und UVB-Strahlen vom Himmel wieder auf unsere Haut uns erwärmen und natürlich auch dementsprechend vielleicht austrocknen können oder mal den einen oder anderen Sonnenbrand in unserer DNA dann hinterlassen, ist so etwas super toll von innen auch zu nehmen, um halt Sonnenallergien, Heuschnupfen, all sowas zu stärken. Also nochmal das Immunsystem im Darmbereich. Und habt ihr da schon genaue Erfahrungswerte mit Sonnenallergikern? Noch zu wenig. Also da würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht auch ein paar Leute da mal mit einer Kur betreuen und begleiten. Jetzt ist eure Chance. Genau. Meldet euch sehr, sehr gerne, falls ihr betroffen seid. Grundsätzlich ist die Aloe Vera ja sehr lindernd, regenerierend, kühlend von der Wirkung. Und gerade bei Allergikern, die einfach eine Sensibilität mitbringen, tut das innerlich sehr, sehr gut. Das heißt, ich weiß von einigen, dass sie es genommen haben, aber ich habe jetzt noch keine, ich sag mal, langfristigen Erfolgsstories festgehalten. Können wir ja mal anfangen zu dokumentieren. Das wäre schön, ja. Das wäre ja schön, so eine kleine interne Studie. Ja. Also wer Sonnenallergie hat, meldet euch. Ja, ihr kommt einfach rein, ihr könnt hier alles testen, probieren. Ihr könnt sogar auch mit der Seife, wir stellen jetzt mal die Produkte vor, mit der Seife duschen gehen. Wir haben hinten noch einen Bodyraum, wir kriegen eine super tolle Ganzkörper-Lymphdrainage.
Und wer da sich im Sommer wohler fühlt, vorher mal unter die Dusche zu springen, könnt ihr auch die Seife testen. Die riecht so lecker. Und ich habe fast sogar alle 4 Komponenten gibt es. Die letzte hatte ich mich nicht getraut. Ich hätte sie alle gerochen. Ja, echt? Ja, alle. Ja. Lemongras, Rosmarin, Orange. Und, was haben wir vergessen? Lemongrass. Eukalyptus? Nee, Pfefferminz. Pfefferminz, genau. Pfefferminz, die riecht so lecker und ist in so kleinen Ständern, also die gibt es sogar. Das finde ich auch mega interessant. Schön, ne? Ja. Die sind aus einem 3D-Drucker, 100% aus Maisstärke. Wow. Und sind quasi komplett biologisch abbaubar, kein Plastik. Passen einfach auch ultra süß. Ich nehme mal hier so ein kleines... Bitte. Genau, passen ultra süß zu unseren Duschpralinen. Kannst noch mal schnuppern. Das Schöne ist bei denen, wir benutzen keine Duftstoffe, sondern reine ätherische Öle. Biozertifiziert, alles was wir machen ist natürlich Bio. Also die Idee dahinter war, dass es so ein bisschen nach Sauna riecht. Ne? Es riecht richtig nach Sauna. Ja. Und wenn man sich dann unter der Dusche damit einsalbt, ist auch ein ganz schöner Schaum, dann werden diese ätherischen Öle freigesetzt und man hat wie eine kleine Aromatherapie morgens unter der Dusche, was halt super... Das ist vitalisierend, belebt den Geist wieder, ne? Da sind wir wieder beim Ganzheitlichen. Genau. Dann noch einen schönen Aloe Vera Drink oder Detox-Tee dazu. Ja, richtig. Den Detox-Tee, den habe ich jetzt hier auch schon vorbereitet. Wonach schmeckt der oder was ist da drin? Wimmer. Da sind 6 verschiedene Kräuter drin. Wacholderbeeren, Brennnessel, Birkenblätter. Also man sagt zum Beispiel, Wacholderbeeren sind gut für die Verdauung. Entwässernd. Bei schweren Beinen. Auch. Brennnessel und Wacholder, das weiß ich noch aus meiner Naturkosmetik-Fortbildung. Genau. Was haben wir noch schönes? Löwenzahn für die Verdauung, auch super schön und auch schmackhaft tatsächlich. Sehr lecker. Weißdornblüten und Weißdornblätter für das Herz-Kreislauf-System und Pfefferminz für den Geschmack und für die beruhigende Wirkung. Oder so diese Sensation, einfach ein bisschen leckeren Geschmack noch mit dabei zu haben, auch erfrischend. Eigentlich ist dieser Tee konzipiert worden als Fastenbegleitung. Also wenn man zum Beispiel eine Zeit bewusst auf Toxine verzichtet und auch ausleiten möchte, dann ist dieser Tee perfekt. Kann man aber auch super schön auch in den Alltag integrieren. 1 Tasse, 2 Tassen vormittags, am besten nicht vorm Schlafen, weil der treibt ganz gut. Also man muss dann auch schon vermehrt auf die Toilette und sich entleeren, weil eben ja auch die Entgiftung über unseren Urin eben im Körper läuft. Aber ja, also 1, 2 Tässchen am Tag, gerade morgens. Perfekt. Passt auch wieder zu den Lymphdrainagen. Also auch beim Entschlacken im Körper, wenn wir halt rangehen, wir haben ja mit der JetPil-Technologie immer die Lymphdrainage, wie wir alles einleiten und auch die Giftstoffe schieben und wirklich halt trainieren. Und das jetzt noch mit dem Körper dazu und das Konzept, ich lieb's. Ich lieb's sehr. Passt gut zusammen, ne? Passt super gut zusammen. Dann habe ich hier das Aloe Vera Gel, 98% Anteil und da ist natürlich dann auch Aloe Vera barbadensis mit dabei. Auch die Wirkstoffe haben wir in den JetPil-Reagenzien. Das heißt, auch das ist wieder eine Synergiepflege zu Inhaltsstoffen, die wir hier auch in den Kabinen oder auch in Produkten, die wir verkaufen, verwenden. Gibt es da noch eine ganz besondere, so ein Schlüsselwort oder Schlüsselwirkstoff, den man hervorheben kann? Also ich glaube, das Wichtigste, was man beim Gel verstehen darf, ist, dass es für Haut und Haare sehr gut geeignet ist, auch für die Kopfhaut sehr gut geeignet. Das ist auch gut. Die Aloe Vera wirkt halt, wie ich schon gesagt habe, lindernd, beruhigend und kühlend. Das heißt, für Leute, die juckende Kopfhaut haben, die generell auch eine schwierigere Haut haben, zu Unreinheiten neigen, da hilft dieses Gel einfach, das Hautbiom wieder in Balance zu bringen. Genauso wie die Aloe von innen das für unseren Darm tun kann, macht es eben oberflächlich Sinn, das Gel auf der Haut aufzutragen. Und jetzt dürft ihr einmal raten, wer sich auf Kopfhautsituationen spezialisiert hat. Echt? Ja, krass. Auch hier wieder. Ja. Also gerade nur aus einer gesunden Kopfhaut kann ein gesundes Haar wachsen. Wir brauchen zwischendurch mal eine Grundreinigung, auch hier Feuchtigkeit. Alles ist so zugepappt mit falschen Shampoos oder
Sachen, die eher draufpappen, und wenn die Kopfhaut dann nicht befreit wird, kann so ein Haar auch mal verkümmern und gerade im Alterungsprozess. Und wenn ich das Aloe Vera Gel dann halt auch noch mal als Nachbehandlung auftragen kann, auch da gibt es Entzündungsprozesse, und Entzündungsprozesse sind nun mal auch Triggerpoint zum Haarausfall, und deswegen ist es auch hier wieder eine super Ergänzung. Dann haben wir noch ein wunderschönes Kaktusfeigenkernöl. Das ist was ganz Besonderes. Das ist ja so ein richtiger Weichmacher. Also Weichmacher im Sinne von eine richtige Soft Skin, Babyhaut. Ja. Und das tat mir auch sehr gut. Also dieses Produkt ist unglaublich. Wir haben wahnsinniges Glück, die Quelle in Mexiko gefunden zu haben. Es ist nicht in Monokultur angebaut, also da sind nicht Kakteen hintereinander, die dann irgendwie von Menschen angebaut wurden, sondern das sind ganz alte mexikanische Urwälder, also Kakteenwälder, die seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden dort gedeihen. Die Natur ist dort komplett intakt und alle Pflanzen leben miteinander in einer natürlichen Mischkultur. Bedeutet, die Konzentrationen in den Früchten, in den Samen sind deutlich, deutlich höher als bei Monokultur. Wow. Es ist abgefahren. Und jeder, der auch nur einen Tropfen von diesem Öl verwendet, ich habe es auch mit der Aloe Vera gemixt, das war auch richtig schön. Genau, so verwende ich das auch morgens und abends im Gesicht. Und auch im ganzen Körper, wenn man möchte. Das Gel ist halt ein Träger, das Aloe Vera Gel. Und das Öl bringt nochmal ganz, ganz viel Nährstoffe mit. Und zusammen funktioniert das wirklich außergewöhnlich gut. Das sind für mich so wirklich tolle Durstlöscherkuren. Und man fühlt einfach den Moment, wenn man sich müde fühlt, wenn man abgeschlagen ist, wenn die Haut überhaupt nicht mehr in den Glow reinkommt. Und was mich dabei so gut angesprochen hat, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sind ja hier wirklich mit First Class sehr im oberen Segment und haben auch mit dieser tollen Linie etwas für junge Mädels, für Frauen, die zusätzlich zu ihrer Luxusline auch nochmal eine kleine Portion extra machen möchten. Nochmal so das Sahnehäubchen obendrauf, kurbegleitend, oder die sagen, boah, ich kaufe sowieso meine Nahrungsergänzungsmittel, können auch mal umsteigen und das regelmäßig nehmen. Also es ist so toll zu integrieren, einzubinden, umzustellen. Es macht Spaß. Und genau jetzt ist die Saison und da laden wir euch auch sehr bald zu einem Eventtag ein. In Rodenkirchen ist sowieso immer was los in unserem Veedel. Also hier gibt es 1000 Aktivitäten und wir suchen uns davon mal was raus, werden euch das wissen lassen und mal so einen schönen Eventtag machen. Da könnt ihr vielleicht mal in die Lymphdrainage rein und ihr könnt die Produkte testen, spüren. Wir werden das noch launchen, damit ihr auch rechtzeitig Bescheid wisst, euch den Tag fixieren könnt im Kalender, und dann könnt ihr uns auch mal persönlich interviewen, kennenlernen, und da freue ich mich drauf. Ja, das wird schön. Ja. Jetzt haben wir hier die beiden Aloe Vera Saftgrößen. Einmal 500 Milliliter, reicht so ungefähr für eine Woche. Oh, ich habe die große. Genau, und die Nady hat die große, 1 Liter. Ja, was kann der Saft? Also erstmal vollgepackt mit verschiedenen Nährstoffen, Vitamine, Aminosäuren, sekundäre Pflanzenstoffe. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, was die Natur für uns bereithält und was wir auch für einen gesunden Aufbau von neuen Zellen brauchen. Und Altern passiert ja immer dann, wenn unsere Zellerneuerung langsamer wird. Das passiert einfach natürlicherweise. Und wir können mit dieser Heilpflanze diesen Prozess immer wieder beschleunigen. Und deswegen macht so eine Aloe Vera Kur auch Sinn, weil wir dann über einen gebündelten Zeitraum von zum Beispiel 10 Wochen jeden Tag 40 Milliliter morgens und abends unseren Körper mit diesen Nährstoffen und mit dieser Information dieser Heilpflanze versorgen und dadurch unser Körper auch einfach gestärkt wird, in ganz vielen verschiedenen Aspekten. Ich werde mal gefragt, was kann denn die Aloe Vera, wie geht es mir denn dann danach, oder was passiert, wenn ich so eine Kur mache? Und das ist sehr schwierig zu beantworten, weil das ist wie wenn du fragen würdest, was passiert, wenn ich jetzt Vitamin C über 2 Monate mal einnehme. Es kommt sehr stark auf den eigenen Körper an. Wir haben eine körperliche Intelligenz und diese körperliche Intelligenz nimmt sich das, was sie braucht, aus diesen Baustoffen und verarbeitet sie und baut es in unser System ein. Und was da noch ganz wichtig ist zu verstehen, die Aloe Vera ist ein Präbiotikum. Das bedeutet, die guten Darmbakterien werden gefüttert und somit wird ein gutes Darmmilieu beibehalten oder hergestellt.
Und das wiederum wirkt sich wie eine Kaskade auf unsere gesamte Gesundheit aus. Und deswegen ist es sehr schwer zu sagen, das und das wird genau passieren. Es ist eine Aneinanderreihung von positiven Events, die stattfinden wird. Unter anderem wird der Darm entlastet. Das heißt, wir haben mehr Vitalität, die Entzündungen gehen zurück, mehr Energie. Also es hat eine Bandbreite an Effekten. Ich finde das Beispiel so schön, wenn man sich vorstellt, ich muss morgens und abends noch meinen Darm füttern, wie das Haustier. Das kann sich auch nicht selber füttern, das braucht dann auch noch sein Essen. Extrafürsorge, ja. Ja, Extrafürsorge, finde ich ein sehr schönes Beispiel. Ja. So easy kann es gehen, ja, genau. Ich glaube, wir haben alles besprochen im Beauty Talk und ich finde es immer super spannend, einfach innovative, moderne, nachhaltige Firmen und Startups auch vorzustellen, die Vision dahinter, die Menschen dahinter. Ich meine, es kommt immer mehr KI, immer mehr wird automatisiert, alles wird schnelllebiger, die Menschen werden gefühlt immer schlechter gelaunt. Ich finde halt diese positiven Vibes super wichtig, die Unterstützung und auch noch dieses Menschliche und auch dieses Back to the Roots, also diesen natürlichen Aspekt dahinter. Ja, bei Aloe Vera finde ich super interessant. Wir haben es halt auch als Trägersubstanz in vielen Produkten mit dabei, weil sie einfach die Eigenschaft hat, auch Wirkstoffe wie so eine Lokomotive mit in die Tiefe zu ziehen. Und deswegen ist sie wirklich berechtigt dazu, auch bei Verbrennungen, bei Sonnenbrand. Sie wirkt von alleine tief in der Haut. Sie braucht keine Chemie, um runterzusackern. Sie ist einfach, wie sie ist und wird von der Haut angenommen. Ja. Und deswegen macht sie auch als alleiniges Produkt auch Sinn. Zwischendurch so ein richtiger Durstlöscher. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben ja bereits über unser Vorhaben berichtet, dass wir auch gerne Menschen begleiten möchten und auch die Ergebnisse festhalten wollen. Und deswegen möchten wir euch gerne dazu einladen, euch zu melden bei uns, wenn ihr ein konkretes Hautproblem habt, wo ihr denkt, hey, da würde ich gerne mal dieses ganzheitliche Aloe Vera, diesen Ansatz ausprobieren. Schickt uns ein paar Fotos von eurer Haut, eine kurze Beschreibung und Nady und ich werden dann gemeinsam Probanden auswählen und dann könnt ihr euch auf eine ganzheitliche Kur freuen mit allen Wild Baboon Produkten, mit der Expertise von Nady und unserem wundervollen Gerät, was die Nady hier hat in ihrem Studio, womit wir die Ergebnisse dann festhalten können. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr Cosmedor bei Instagram oder YouTube folgt oder das dorthin schickt, also besser auf Instagram, das ist am einfachsten. Dasselbe dann auch für Wild Baboon. Dann dort der Seite folgen oder dort die Nachricht hinschicken, dass wir euch einfach dann zuordnen können. www.cosmedor.de www.wildbaboon.de